oder fast live, also quasi nur mit einem quasi live, nur mit einem Real Life, quasi nur mit 60 Minuten Versatz sind wir hier beim Jay's Craft Camp. Genau. Wir sind hier in den wunderschönen Räumlichkeiten der Firma Mayborn Wolf. Mhm. Und das Jay's Craft Camp ist fast vorbei. Und wir haben uns eine Challenge auferlegt. Genau. Kann gar nichts schief gehen. Was für eine Challenge ist denn das, Stefan? Also irgendjemand hatte die gute Idee zu sagen, lass uns doch einfach vor Ort eine Folge produzieren. Ja. Und die direkt bis zur Auslieferung zu bringen. Das ist doch was. Das ist ja eigentlich so eine Stärke, die wir haben. Dass Folgen, die wir aufnehmen, auch immer relativ zeitnah rauskommen. Das ist richtig, ja. Also man muss dazu sagen, wir nehmen gerade Folge, ich glaube, 45 auf. Ja. Und veröffentlicht haben wir, ich glaube, 36 Ja, oder ja. so. Also da kommen noch ein paar Folgen. Das ist die gute Nachricht. Nee, aber also die Challenge ist, dass wir jetzt hier spontan mehr oder weniger die Session aufnehmen. Ja. Und eigentlich in so einem Session-Slot, wir haben 60 Minuten, ist das Session-Slot, 60 Minuten, und dass wir da alles schaffen. Und ich regel mal hier noch so ein bisschen rum, dass wir da alles schaffen. Inklusive Postproduktion, inklusive allem und inklusive YouTube auf Publish geklickt. Was ist das Thema denn heute von dieser Folge? Ja, lass uns mal darüber reden, über die Konferenz. Wie war es denn bisher für dich? Wie war es denn? Die Konferenz ist ja quasi gleich vorbei. Letzter Slot, zweiter Tag. Ja. Und ja, das ist ja, wir sind eine Unconference. Unconferences haben gerne als letzten Tagesordnungspunkt die Closing Notes. Das Closing Notes. Und die ziehen wir jetzt einfach für uns mal vor. Wir sind einfach, machen die nur für uns. Wir sind ja nicht so Menschen. Das ist ja obviously. Und ja, wir hatten uns erstmal überlegt, unsere Top 2 Sessions, gilt das noch? Wollen wir das noch tun oder wollen wir so insgesamt so 2 Dinge, die du mitnehmen würdest oder vielleicht mal abwechselnd? Ja, das ist schwierig. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ja, dann. Wir wollten, das Ding soll 5 Minuten lang sein. Ich habe mich ja gestern schon im Closing gemeldet und ich habe gestern sehr viel über Runtimes gelernt. Ich habe viel über Node 22 gelernt, was da neu ist. Interessante Sachen wie, keine Ahnung, V8 ist jetzt aktualisiert und du kannst jetzt in Node 22 sowas auf dem auf dem Set-Typ, kannst du sowas wie Union oder Intersection machen. Das ging vorher nicht und das war mir gar nicht klar, dass das nicht geht. Okay. Also das geht jetzt. Node 22 ich glaube sogar Node 20 hat schon einen Watcher. Nee, Node 20, Node 22, weiß ich nicht, aber du kennst vielleicht NodeMon. Hast du mal, das ist quasi deprecated und das brauchst du jetzt nicht mehr mit einer etwas neueren Version. Finde ich geil. Und ich habe sehr viel über Deno gelernt. Ja. Was ist cool, TypeScript-Support, Frontends Projekt-Support ist noch mäßig, habe ich so rausgehört, aber so, wenn ich jetzt eine Function baue, bei, keine Ahnung, Netlify oder bei AWS, ist das als Runtime schon ganz nice, weil ich muss nicht mehr mit TypeScript-Gedöns rumhantieren, das ist ganz cool. Und JSA wird auch von den Deno-Leuten gemacht, was sehr cool ist. Das ist ein Aufsatz auf NPM. Und das macht es dir unter anderem viel einfacher, auch TypeScript dann zu publishen. Ja. Das macht dann so ein bisschen Magie. Und das ist auch ohne Deno zu verwenden. Also das würde ich in der Tat mal ausprobieren, wie das so ist, weil das scheint mir ein Quick-Win zu sein. Okay. Also Runtimes ist so mein erstes Ding. Hatte ich bisher, weiß ich nicht, jetzt nicht gar keine Ahnung von, aber habe ich mich jetzt nicht so tief Node war halt da und so sieht das aus. Wie sieht das bei dir aus? Ja, ich bin erst einmal hier in München auf dem Jay's Craft Camp. Erstmal Atmosphäre geil, also macht richtig Spaß, nette Leute, coole Sessions, also hohes Niveau, würde ich sagen, insgesamt. Du fängst jetzt sofort hier mit der Lobhudelei an und lässt mich so in diese Technikfalle sofort reinstolpern. Das finde ich gut. Jeder gräbt sich sein eigenes Grab, mein Freund, würde ich sagen. Ne? Also du hättest Chancen genug gehabt, dich hier bei den Gastgebern zu bedanken. Ja. Was ist gekommen? Nichts ist gekommen. Nichts ist gekommen. Ja. Halten wir das schon mal fest. Ja. Also erstmal herzlichen Dank an die Veranstalter. Von mir auch. An die Organisatoren. Von mir auch.
Und an Mayborn Wolf, die hier die Örtlichkeiten zur Verfügung Selbstverständlich, stellt, ne? ja. Also, Und an alle Sponsoren natürlich. und an alle Sponsoren, auch die Firma Concentric. Ja, ja. Genau, also das nehme ich mit, war ziemlich cool. Und Montag werde ich direkt was einsetzen können. Und zwar war ich in einer Session zum Thema Accessibility Testing in der Pipeline. Ja, ja. Ja, haben mir was angeguckt. Wir setzen bei uns im Projekt Unit-Test auf V-Test. Da gibt es einen Aufsatz für, um das Ganze noch mit einem Tool zu verbinden. Ja. Ja, also die X-Tools, die kennt man vielleicht nicht direkt, aber die laufen zum Beispiel im Chrome, im Lighthouse unter der Haube und erlauben dir so ein bisschen Accessibility-Testing. Also Cool. paar Probleme finden die wohl. Ich würde mal sagen, das klingt für mich nach dem... Stefan. Ja, Entschuldigung, reiß dich mal zusammen. Nach dem klassischen Low-Hanging Fruit, würde ich sagen. Also werde ich am Montag ausprobieren. Ja, und gestern Abend noch mit Wolfram eine, wie nannte er es, Hardcore-TDD-Session gemacht. Da saßen wir relativ lange hier noch und haben gecodet. Und es hat Spaß gemacht. Das war sehr nett. Ja. Fand ich gut. Also, ja. 2 Daumen hoch von mir zur Konferenz. Du hast natürlich, wie gesagt, du hast das strukturell jetzt etwas anders angegangen. Also Konferenz. Nee, das ist jetzt durch, mein Freund. Konferenz. Das ist durch. Die Chance hattest du. Und wir halten mal fest, wer höflich war, sich bedankt hat, ne, und der Menschenmensch. Nee, also sehr geil hier. Also die Zugfahrt hat sich gelohnt. Unsere 8 Stunden, 9 Stunden Anfahrt war sehr geil. Fragt nicht. Das war, ja. Naja, aber Unconferences sind halt immer geil. Man weiß nie, was einem erwartet in der Bonbon-Tüte. Genau. Aber die ist halt immer prall und superb gefüllt. Heute war, ich überlege, was war 5 Minuten, Junge, ne? Ja, wir sind bei 7. Ich hatte heute eine sehr schöne Session über Das ist Punkt 5 auf der Liste von Top 2 bei Holger übrigens. Was hab ich Senior Dev? Wie werde ich Senior Dev? Wie verhalte ich mich als Senior Dev? Ich glaube, Senior Dev. Aber du hast die Spiegel auch abgehangen bei dir zu Hause, oder? Was willst du jetzt schon wieder? So verhält man sich zum Beispiel nicht. Ja. Nee, das fand ich sehr cool. Also erstmal, wir haben festgestellt, dass es in verschiedensten Unternehmen auch, also Senior ist ja so ein wachsweicher Begriff. Also das ist in verschiedensten Unternehmen, in verschiedensten Kontexten heißt das auch was anderes, Ansprüche sind andere, dann gibt es noch, ich habe gelernt, auch an einigen gibt es dann noch Principal darüber, dann gibt es noch zwischen Junior und Senior gibt's da noch ein Medior und also wildeste Sachen und interessant, wie dann sowas ausgelegt wurde. Für einige Leute war das wichtig, für einige hängt das sogar am Gehalt. Also quasi so Titel bedeutet dann auch ein gewisses Gehaltsband. War eine sehr spannende Diskussion. Das war jetzt was Untechnisches, aber fand ich sehr spannend. War cool. War sehr cool. Okay. Ja. Bevor dem Holger noch was einfällt, wir haben nämlich noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen, kommen wir nächstes Jahr wieder? Ja, selbstverständlich. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Ja, klar. Also wir freuen uns, war gut. Du hast nur eine Sache gesagt, glaube ich, oder? Zugehören kann er auch nicht, aber es macht nichts. Das kann er sich nachher als Aufzeichnung angucken. Alles klar, Leute. Dann, bevor ihr hier noch frecher werden wollt, macht's gut. Und wir sehen uns, was hast du schon einen Ausblick? Was wird die nächste Folge denn eigentlich? Du hast da schon mal, ich hab da schon was Spannendes gesehen. Ja, die nächste Folge ist eine CSS-Folge und wir schauen uns an, wie man die Display-Property animiert. Das wird sehr geil. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Papalapap.